Hallo da draußen, heute starten wir endlich mit dem Kings of War Armee-Projekt Northern Alliance. Ich habe es im letzten Kings of War Video schon gesagt, wo ich diese Zwei-Spieler Starterbox und das Regelbuch mir angesehen habe, dass ich ein Armeeprojekt vorhabe, und zwar die Northern Alliance möchte ich aufbauen. Und das ist das erste Video zu der Reihe. Ich möchte hier ein bisschen meinen Fortschritt zeigen, was ich mir so gedacht habe, also wie man es halt so kennt vom Armeeprojekten, von einem Armeeaufbau. Und ich habe mir jetzt in den letzten Tagen etwas mehr die Regeln angesehen und auch den Inhalt der Zwei-Spieler Starterbox und möchte mit dieser eben die Armee anfangen. Das Ziel ist erstmal die Zwei-Spieler Starterbox fertig zu machen, um danach auf 1000 Punkte zu kommen, mit dem nächsten Schritt dann darauf folgend, und natürlich irgendwann soll die Armee die volle Größe von 2000 Punkten, die so bei uns gespielt werden, erreichen. Gut, damit einmal zum Start, und zwar, ich habe mir jetzt einmal den Inhalt ein bisschen angeschaut und wie möchte ich die Armee jetzt aufbauen. Wie wir hier sehen auf der Box, wir haben von den Infanteriemodellen bei der Northern Alliance insgesamt 40 Figuren dabei. Ich habe mich dazu entschlossen, sie so zu bauen, dass ich mal sage, erst einmal das komplette Projekt ist Kings of War typisch auf Multibasen. Also ich werde jetzt keine Einzelfiguren auf Bases kleben für die Einheiten, für die größeren, sondern alles auf Multibases. Dazu habe ich mir auch schon die Bases besorgt, und zwar von Warbases aus England. Die sind auch schon angekommen bei mir. Ja, ich weiß, man könnte die auch selber machen, aber ich habe bei mir keine Möglichkeit dazu, das zu machen. Und daher habe ich mich entschieden, wenn ich schon so ein Projekt mache, okay, ich gönne es mir und besorge mir schon fertig geschnittene Bases. Ist vielleicht ein bisschen teurer, aber hat sich alles in allem in Grenzen gehalten. Und aufgrund dieser Multibase-Situation ist es ja auch gegeben, dass man nicht die richtigen Figuren auf die Bases haben muss, und auch in die Richtung werde ich gehen. Ich habe mir das jetzt ein bisschen angeschaut und habe festgestellt oder für mich entschieden, wie ich das machen möchte. Wie ich schon gesagt habe, von diesen Infanterie-Clansmen von der Northern Alliance sind 40 Figuren in der Box. Und ich werde die so gestalten, dass ich anfangen werde mit der Alternativeinheit, und zwar den Pack-Huntern, die man auch aus diesen Figuren bauen kann. Und dort werde ich mir einen Trupp aufbauen mit 10 Figuren, also ich werde einen Trupp aufbauen und 8 Figuren verwenden von den 40. Und mit den anderen verbliebenen 32 Modellen werde ich dann 2 Regimenter aufbauen. Also normaler Model Count wäre hier der volle Model Count 20 Modelle, und ich werde dann mit 15 bzw. 16 Modelle dann pro Regimentsbase gehen und erhalte so schon 2 große Regimenter. So, damit ist einmal die Grundlage für die Infanterie gesetzt, und dann noch die beiden Schneetrolle, also die 3 Schneetrolle, die oben abgebildet sind, die werden auch noch dabei sein in der Liste, und dann eben die Ice King, ich glaube Ice King Master Hunter ist, glaube ich, die Heldin, die da dabei ist in der Box. Und das wird einmal so der Stand sein, wie ich die Figuren hier aufbauen werde. Also einmal ein Trupp Pack Hunter mit Javelins, so wie sie auch hier gebaut werden können. Dann 2 Regimenter der Clansmen und dann noch ein Regiment Trolle, bestehend eben aus den 3 Figuren, und die Heldin als Anführer der Truppe. Und dazu noch eine Kleinigkeit, das habe ich auch im Video damals gezeigt, als ich mir die Box angeschaut habe. Und zwar dazu schauen wir uns jetzt mal die Figuren an. Und zwar das ist
Da gibt es 2 Gussrahmen für diese Northern Alliance. Also mir gefallen auch die Modelle extrem gut, wenn man sich das anschaut. Es ist alles schön gegossen, sieht schon auch richtig gut aus, gefällt mir extrem gut. Man hat da auch ein paar Posen, dass man da ein bisschen Variation reinbringt. Dann eben diese ganzen Bases, die brauche ich nicht. Und das, worauf ich noch hin will, das habe ich eben im anderen Video auch gesagt, hier auf diesen Gussrahmen sind die Schneefüchse da drauf. Das sind die Gussrahmen der Backhunter bzw. der Clansman. Und hier bekommt man auch pro Gussrahmen einen von diesen Schneefüchsen. Und zusätzlich zu dem, was ich bisher aus der Box bauen werde, kommt noch ein Trupp von diesen Füchsen dazu. Das bringt mich, ich glaube, um die 700 Punkte insgesamt, die ich dann haben werde. Und das ist so dann der Start, also für alle, die auch mit Northern Alliance dann starten wollen. Diese Schneefüchse sind als zusätzliche Figuren dabei, die sieht man hier eben nicht. Die sind auf den Gussrahmen dabei, sind aber hier nicht abgebildet. Also in meinem Fall, ich habe mich dazu entschieden, daraus eine neue Einheit zu machen, einen weiteren Trupp. Also das mal zum Start, wie ich mit dieser Kings of War Northern Alliance Armee starten werde. Das sind, wie ich meinte, so um die 700 Punkte, auf die ich dann komme. Und ich habe mir das auch schon ein bisschen angeschaut, wie ich die Armee dann erweitern möchte. Und habe da für mich eben festgestellt, okay, ich möchte auf alle Fälle für die finalen 1000 Punkte Magie in der Liste haben. Dazu habe ich mich dann entschieden, die Ice Queen auf jeden Fall mitzunehmen, dann in weiterer Folge, um eine zweite Heldin dann auch zu haben. Und auch die Frostfang Kavallerie für Geschwindigkeit und als Einheit, die schon extrem gut im Nahkampf zuschlagen kann, um einen Punch in die Liste zu bekommen, auf 1000 Punkte ein Regiment. Das sind 3 Figuren von dieser Frostfang Kavallerie. Das ist dann die komplette, ungefähr 1000 Punkte. Dazu noch ein bisschen Ausrüstung dazu, was man so machen kann. Ein paar Punkte habe ich dann noch übrig. Und hier jetzt mal die Farbseiten der Northern Alliance aus dem Regelbuch. Also das ist diese Ice Queen. Die werde ich mir aktuell noch, also die besitze ich aktuell noch nicht. Die ist, soweit ich weiß, in dieser Vanguard-Box drinnen, der Northern Alliance, diese Heldenbox. Die muss ich mir irgendwann noch kaufen. Ich habe aber für die anderen beiden Modelle, ich glaube 3 Modelle sind da drinnen, derzeit keine Verwendung. Daher werde ich da eventuell für den Anfang eine andere Figur verwenden. Ich habe festgestellt, dass ich von meinen früheren Elfen von Warhammer Fantasy, also Dunkelelfen, noch diese Magierin habe. Und ich glaube, die Figur werde ich zumindest mal für den Anfang dann als Ice Queen verwenden. Passt auch ziemlich gut nach wie vor die Figur. Und die werde ich höchstwahrscheinlich dann benutzen dafür. Und eben, um, wie ich vorhin sagte, die 1000 Punkte abzuschließen, hier die Frostfang Kavallerie. Die werde ich mir noch dazu holen, um dann die 1000 Punkte damit dann voll zu bekommen. Lasst mir gern weitere Infos da oder Kommentare da. Wie findet ihr das Konzept von der Liste? Was würdet ihr vielleicht anders machen? Also, wie ich schon vorhin sagte, die Ausgangslage soll auf alle Fälle die 2-Spieler-Starterbox sein und die darin enthaltenen Figuren. Ich denke, da habe ich was möglich Gutes rausgeholt für die erste Listenzusammenstellung. Überlege dann schon in Richtung über 1000 Punkte und auf 2000 Punkte gehend mir die Mega-Armee-Box zu holen. Da ist dann ziemlich viel drinnen, auch sehr viel mehr Trolle. Und da würde man, glaube ich, sogar fix fertig auf 2000 Punkte kommen. Aber lasst mir da gerne auch Infos da. Habt ihr die Box? Lohnt sie sich? Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall. Aber auch von den Figuren, von den Einheiten her, die dort drinnen sind. Schneetrolle würde ich sowieso nochmal brauchen, weil über 1000 Punkte möchte ich eine Horde spielen und eben kein Regiment. Und auch die anderen Einheiten, so diese Ice Naiads sind ja auch drinnen in dieser großen Armeebox und die klingen auch ganz spannend und interessant. Und was ich mir auf alle Fälle noch holen möchte, ist der Frost Giant.
Und ich habe auch gesehen, die ist gar nicht mal so teuer. Also ich hätte mir da gedacht, dass die wesentlich mehr kostet, als sie dann tatsächlich angegeben ist. Ich bin mir noch nicht sicher, soll ich mir die gleich für die ersten 1000 Punkte, also 2000 Punkte dann holen oder erst dann später, wenn man mal sagt, okay, ein bisschen erweitern die Liste, um dann auch mal ein bisschen variieren zu können. Und was ich mir auch schon gedacht habe, was vielleicht thematisch auch ganz interessant ist, wenn man darum vielleicht ein bisschen ein Thema aufbauen kann, dass man dann zwei von diesen Figuren dabei hat. Also ein grundsätzliches Konzept habe ich schon auf 2000 Punkte oder ein bisschen herumgespielt. Da habe ich eine Liste dabei, wo ich einen Frost Giant in der aktuellen, eventuell so ein bisschen geplanten Liste, ist aber keiner drinnen. Also da würde wirklich ausgehen von dieser jetzigen Zwei-Spieler Starterbox, dann der Magierin, also der Ice Queen und der Frostfang Kavallerie würden dann für die 2000 Punkte eben noch die Mega Army Box dazukommen, plus dann noch die ein oder andere Figur oder Einheit, um das Ganze abzurunden. All die Infos, die ihr dazu geben könnt, Erfahrungen, die ihr habt, bitte gerne in die Kommentare. Und damit schließe ich das Video mit dem ersten Teil dieser Reihe. Einmal ein Überblick für euch, was ich mir so gedacht habe, wie ich starten möchte. Und jetzt geht es dann mal an den Zusammenbau der Zwei-Spieler Starterbox. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss.